ITB 2019, wir sind nochmal am Stand von Malaysia und haben hier den Minister für Tourismus, Sport, Jugend und Kultur vom malaysischen Bundesstaat Sarawak. Wir haben ja einen Reisepreis aufgelegt, einen Aufenthalt in Malaysia mit Besuchen beim Rainforest World Music Festival und beim Borneo Jazz Festival. Es gibt nicht sehr viele Leute, die alle Fragen richtig beantwortet haben, aber von denen, die das getan haben, wird der Minister jetzt den Gewinner ziehen und das werde ich ihn gleich mal bitten zu tun. So, out of those few who really qualified for the trip, I would like you to draw the winner and we mix it up a little bit again and just pick one, please. Okay, this is the lucky winner. Ja, und zwar es ist Andreas Worm aus Salzgitter. Herzlichen Glückwunsch, Herr Worm, Sie haben den Preis gewonnen. Wir werden Sie umgehend informieren und Sie können sich freuen. Wunderbar. Thank you, Minister. Why should people not just come to Malaysia, but to Sarawak? What can they see, what can they do? Well, Sarawak is one of the 14 states in Malaysia. It is the largest state in Malaysia, covering an area of 125,000 square kilometers, very much unspoiled. The jungles are still there, the rivers are still very clean, the caves are all there. These are areas which, if you love nature, if you are the type who appreciate culture, nature, adventure, this is the place that you can go. And furthermore, 2019 is the start of our what we call the Visit Sarawak campaign. Visit Sarawak campaign, and there are lots of events that we have all throughout the year. Musical events, adventure. Sarawak ist einer von 13 Bundesstaaten in Malaysia, der mit Abstand größer als es früher die DDR war, 125.000 Quadratkilometer etwa. Und es ist zum großen Teil noch unberührte Natur. Es gibt die Flüsse, die Regenwälder, die Küsten, die Korallenriffe vor der Küste. Und sie haben jetzt im Jahr 2019 eine Kampagne gestartet, um noch mehr Touristen nach Sarawak zu bringen, obwohl Sarawak kein Staat für Massentourismus ist. Und man kann also diese Kultur genießen, die Natur genießen und zur Natur sollte ich noch sagen, es gibt die Mulu Caves in Sarawak, das weltgrößte Höhlensystem, gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe, das sollte man sich da ansehen. Und jetzt kommen wir mal zur Kultur. Okay, let's speak about the culture. Okay, Sarawak is inhabited by 27 different ethnic groups. So when you have got 27 different ethnic groups, they have got 27 different cultures, way of life. Even the houses that they are staying, they are different. The northern area are inhabited by a different ethnic. The southern areas are inhabited by different ethnic. The highlands are different. So it's a beautiful integration of so many ethnic groups. Some live on stilt, some live in long houses, some live, like the Penan lives in the jungle on using all those trees. They are nomadic. So this is the thing that you will be able to experience when you go to a state like us. Ja, es gibt 27 ethnische Gruppen in Sarawak. Die Malaien sind nur eine Minderheit in Sarawak. Die meisten Menschen sind indigene Gruppen, die alle ihre eigenen Sprachen haben, ihre eigenen Kulturen, ihre eigene Küche natürlich. Es gibt ganz unterschiedliches Essen, ihre eigene Architektur. Das man kann die dort besuchen. Also auch die im Regenwald noch leben. Es sind, wie ich selber festgestellt habe, sehr nette Menschen. Und es ist auch ungefährlich, denn das war früher mal die Gegend, wo Kopfjäger gelebt haben, aber das machen die nicht mehr. Also man kann da ruhig hingehen. I just said it's actually quite safe to go to Sarawak because the time of headhunting is over. Well, those days, certain native tribes down there, getting the head of your enemy is a trophy. But those days are already over. And you can still see all those heads in the long houses, the skulls. But Sarawak now is practically very, very safe. The communication, connectivity between the city, the town,
is quite good. We are upgrading it again now. And apart from that, you don't have to worry that your head will be beheaded or taken away by the natives. Also die Zeit der Kopfjagd ist natürlich seit weit über 100 Jahren vorbei. Sarawak ist eine sehr, sehr sichere Gegend. Auch die Verkehrswege sind gut ausgebaut. Man kommt ziemlich einfach von Ort zu Ort. Country and Western music festival also in Miri. So this kind of music festival is not really like what you see in many other countries, rock festival. These are more attuned towards ethnic music, the drums and all that, which is beautiful. Also es gibt ganz viele Kulturfestivals, auch Musikfestivals in Sarawak. Die konzentrieren sich hauptsächlich in Kuching, der Hauptstadt, das ist im Südwesten, und in Miri, der zweitgrößten Stadt im Nordosten. In Kuching gibt es das wirklich unglaublich tolle Rainforest World Music Festival, was nicht nur von der Musik wunderbar ist, weil da aus aller Welt Gruppen kommen, sondern auch einfach von der Location her im Sarawak Cultural Village. Und dann gibt es im September das Kuching Waterfront Jazz Festival. Es gibt in Miri, in der zweitgrößten Stadt, das Borneo Jazz Festival, das unsere Gewinner auch erleben werden. Und es gibt da auch noch ein Country and Western Music Festival, also auch das gibt es in Sarawak. Und wenn man will, kann man ja zum Beispiel von Miri aus auch mal einen kurzen Trip ins benachbarte Sultanat Brunei machen. Also von Miri aus, from Miri people can make a day trip also to Brunei. Yes, those who come over to Miri for the Borneo Jazz Festival or the country music festival, they can just go to Brunei. It's just an overland trip, very, very easy. Apart from going to Brunei, on the fringe of Miri, there are lots of exotic, beautiful things that they can see. The Nia Cave, the beach is beautiful, Tusan Beach. That is near to Miri. Yeah, and likewise also, if they, the national park, Lambe National Park, or they can even fly to Mulu National Park, which is a world-renowned heritage accreditation. Yeah. And apart from that, they can even fly to Barrio Highland, where our specialty rice is is planted. Yeah. Also gerade von Miri aus kann man noch ganz viele Trips machen nach Brunei zu den Mulu Caves, diesem großen Höhlensystem. Es gibt an der Küste viele wunderbare Strände und man kann da tauchen, es gibt Korallenriffe und so weiter. Also ich glaube, es gibt genügend Gründe, um Malaysia und Sarawak im Speziellen zu besuchen. Then I guess you had a good ITB? Oh yes, we really enjoy it down here. This is the largest tourism mart, and we hope to be here again in the years to come. Apart from learning how tourism is being marketed by the other countries, we are able to promote ourselves. Also Sie haben ja auch ganz viel lernen können, wie andere Länder sich selber vermarkten. Das können Sie auch für sich nutzen. Dann thank you very much, Minister, and I hope to see you here next year. Thank you.